Mein Name ist Rainer Niesen. Ich leite mit meinem Partner hier in Thailand das Gymnastikcenter BIOS Logos. Wir beide waren jahrelang Meister und Trainer asiatischer Kampfkünste, bevor wir hier in Thailand eine neue Heimat fanden. Wir hatten gelernt, den Menschenkörper aus asiatischer Sicht in seiner Gesamtheit zu betrachten, um körperliche Höchstleistungen zu ermöglichen. So fanden wir schon vor Jahren heraus, dass bei bestimmter Manipulation der Muskeln diese Botenstoffe aussenden konnten und so chemische Vorgänge und biologische Abläufe im Menschenkörper für uns allein durch Gymnastik damit steuerbar wurden. Was lag also näher, als mit dieser Gymnastikmethode Problemfälle aus der Schulmedizin aufzugreifen und auf diesem Wege sogar Heilung herbeizuführen, wo unsere Schulmedizin an ihre Grenzen stößt oder vorgibt, keine Möglichkeiten mehr auf Heilung zu sehen. Die Zeitschrift PM brachte erstmals 2014 einen Beitrag über Wissenschaftler, die bestätigten, dass diese Vorgänge einen realen Bezug hatten. Wie zu erwarten, versuchen sie allerdings, diese Botenstoffe durch Muskeln mit Hilfe der Pharma herzustellen. Man bedenke Tabletten statt Kniebeugen. Nun hatten wir seit fast 7 Jahren bereits schon Erfolge, die wir selber anfangs nicht für möglich gehalten hätten. 876 leidende Menschen, die man als unheilbar bezeichnete oder solche, denen man sagte, dass eine Operation unausweichlich wäre, konnte mit der BIOS Logos Methode hier in Thailand geholfen werden. Die Presse über Thailand hinaus bis nach Deutschland berichtete über uns, als wären wir hier Wunderheiler, obwohl wir nur Gymnastik anbieten konnten. Nun glaubten sogar wir Laien, einen wirklichen Durchbruch in der Schulmedizin geschafft zu haben. Wir heilten hier Gicht, Rheuma, Schuppenflechte, Diabetes und verhinderten erfolgreich Knie- und Hüftoperationen. Als wir mehrere Thailänder kostenlos heilten, gaben uns selbst buddhistische Kreise zu verstehen, dass sie begeistert sind von unserer Art, den Menschen zu helfen. MRT-Aufnahmen bewiesen, dass wir sogar Bandscheiben in wenigen Tagen regenerieren konnten. Ja, man konnte diese Bandscheiben sogar einer sofortigen Belastung aussetzen, was bei Operationen sicherlich nicht der Fall gewesen wäre. Als aber berichtet wurde, dass wir hier selbst MS-Kranken helfen konnten, gab man uns unmissverständlich zu verstehen, dass wir einen Störfaktor im bestehenden Gesundheitsproblem darstellen. Ich sage mal hier absichtlich Gesundheitsproblem, denn ein Gesundheitssystem sehe ich anders. Man bezeichnete uns als Scharlatane, aber ich frage mich, würden Scharlatane ihr Wissen weitervermitteln wollen? Wir boten der Deutschen Rheumaliga an, kostenlos 3 Personen ihrer Wahl hier auszubilden, damit in Deutschland Rheuma- und Gichtkranke in 8 bis 10 Tagen ohne Medikamente oder sonstige Naturmittel oder obskuren Essvorschriften geheilt werden können. Die Antwort? Man erahnt es. Man beließ es nicht bei einer Absage, sondern beleidigte uns noch obendrein. Mittlerweile bekamen wir Kontakt zu Universitäten. Man gab uns sogar schriftliche Absichtserklärungen, Studenten hier in Thailand ausbilden zu lassen. Leider wurden diese schriftlichen Zusicherungen kurzfristig zurückgezogen. Als wir das Bundesministerium in Deutschland über diese Methode anfragten, sagte man uns, dass diese Methode bereits in Deutschland verwendet würde. Wie aber lässt sich dann erklären, dass 80% unserer deutschen Kunden hier auftauchen bei BIOS Logos, um geheilt zu werden, wenn diese Methode schon längst bekannt wäre? Eine deutsche Zeitung berichtete davon, dass Patienten flohen aus Deutschland nach Thailand, um einer Amputation zu entgehen. Das passt nicht in dieses Schema hinein. In jedem geheilten Menschen sehen wir hier eine Anklage gegen das bestehende Gesundheits- und Lehrsystem im medizinischen Bereich. Die AOK gibt bekannt, dass allein in einem Jahr 18.800 Menschen durch nachgewiesenen Ärztefusch getötet werden.
Im Internet wird auch berichtet, dass in Deutschland in nur einem Jahr 29.000 Tonnen Medikamente verbraucht werden. In Deutschland werden die meisten Operationen pro Kopf weltweit ausgeführt. Wirken diese Zahlen auf Sie etwa beruhigend? Mir machen sie eher Angst. Ich bin schulmedizinisch gesehen ein absoluter Laie und wundere mich, warum noch immer im Bedarfsfall Fußnägel wie im Mittelalter herausgerissen werden. Und das, obwohl 129 Krankenkassen in Deutschland von einer Zeitschrift unterrichtet wurden, dass es eine Methode gibt, die schmerz- und wundfrei Fußnägel entfernt, ohne Verdienstausfall und ohne schmerzende Wunden, die Verbände erfordern. Gerade für Diabetiker bedeutet dies eine unbezahlbare Möglichkeit, offene Wunden zu vermeiden. Ist die Finanzierung der veralteten Methode nicht ein Schlag ins Gesicht aller betroffenen Versicherten? Wo haben Sie je ein Nagelbett ohne Nagel und ohne Wunde gesehen? Selbst für einen Arzt dürfte das absolut unbekannt sein. In Thailand erlernt gibt es nun schon in der Schweiz, Österreich und Deutschland jeweils eine Vertretung, die in Fällen von Nagelproblemen nach der Bios-Logos-Methode arbeitet. Als wir Universitäten darauf hinwiesen, dass diese Methode für angehende Ärzte gelehrt werden sollte, schrieb man uns zurück, dass ihnen die Hände gebunden seien. Die Hände gebunden, wenn es um Weiterbildung geht? Wer verlangt denn so etwas? Eine Zeitschrift schrieb angesichts dieser Antwort Schmerzen per Gesetz verordnet. Da sollte man ans Überlegen kommen. An Universitäten lehren, wie man Gicht und Rheuma in wenigen Tagen heilen kann, ohne Medikamente. Lehren, wie man Fußnägel bei Bedarf, ohne Wunden, ohne Schmerzen und ohne Nachbehandlung entfernen kann, in wenigen Minuten. Wie man Bandscheiben regenerieren lassen kann, in knapp 10 Tagen. Soll verboten sein zu lehren? Dazu sollte sie einige Fakten mehr kennen. Universitäten werden heute von der Pharma gesponsert. So frage ich mich, was lehrt man dann? Wie man einen Rezeptblock ausfüllt oder wie es hilft, der Krankheit eines Patienten einen lateinischen Namen zu geben. Ich fragte den Dekan einer medizinischen Universität, welche Krankheiten seine Dozenten ohne Rezeptblock und Skalpell heilen können. Es war ihm sichtlich unangenehm und er sagte, dass er bisher derartiges noch nie gefragt wurde. Ich denke, Sie kennen die Antwort. Im deutschen Fernseher ARD war zu sehen, dass Ärzte ihren Namen angaben und sagten, dass sie aus finanziellen Gründen absolut überflüssige Operationen durchführen. Ich dachte bis dahin, dass Körperverletzung mit Gewinnabsicht ein Straftatbestand in Deutschland wäre. Aber scheinbar gilt ein solcher Straftatbestand nicht immer für alle Menschen. Aber nicht genug damit, dass man einem Menschen eine unheilbare Krankheit einredet, damit er als Wirtschaftsfaktor noch Bestand hat. Nein, man erfindet sogar neue Krankheiten, weil man die Medikamente dafür hat. Wir bekamen hier in Thailand die Erlaubnis, bei Bios-Logos Gymnastik anzuleiten und durchzuführen. Wir nahmen unsere Art Gymnastik, ohne Hilfsmittel, keine Hanteln, nach asiatischem Vorbild, ohne westlichen Einfluss. Und anhand der Ergebnisse kamen wir zu der Frage, wieso funktionieren andere Gymnastikübungen nicht? Warum heilen andere Gymnastiksysteme keine kranken Menschen? Und wir bekamen immer mehr Kritik aus uns heraus an einem bestehenden System, das Menschen als Geschäftsfaktor erhalten will. Behandeln statt heilen heißt das Credo der neuen Schulmedizin. Dagegen möchte ich gerne Kritik mit Hilfe unserer Ergebnisse erzeugen, damit Sie Ihren Arzt fragen, warum heilen Sie mich nicht?
Hier gibt es keine Wunderheiler und keinen Jesus. Hier werden keine Medikamente verwendet und selbst sogenannte Naturmittel und Essvorschriften werden grundsätzlich abgelehnt. Da drängt sich doch die Vermutung auf, dass in einem ach so modernen Gesundheitssystem jemand nicht die Wahrheit sagt. Mein Partner und ich leben mittlerweile in einer festen sozialen Beziehung hier in Thailand. Und Thailand ist für uns unsere zweite Heimat geworden. Verschiedene, auch finanziell sehr lukrative Angebote aus dem Ausland, Thailand zu verlassen, zogen wir daher bisher nicht mehr in Betracht. Wir wurden hier von allen Menschen sehr freundlich aufgenommen und wir konnten hier in Thailand mit Hilfe des thailändischen Personals unsere Bios-Logos-Methode entwickeln und perfektionieren. Mein Partner und ich sind der Meinung, dass die Bios-Logos-Methode mit Thailand fest verbunden ist und bleiben muss. Hier in Thailand trafen wir nur Menschen, die uns sehr freundlich aufnahmen und so halfen wir Thailändern oft kostenlos, wenn keine finanziellen Mittel vorhanden waren. Wir haben viele Gründe, Thailand und den Menschen hier dankbar zu sein und dieses Land zu lieben. Deshalb wird die Bios-Logos-Methode auch in Zukunft von uns nur über Thailand weitergegeben werden. Wenn zukünftige Ärzte die Bios-Logos-Methode nicht in Thailand erlernen wollen, werden auch weiterhin leidende Menschen aus aller Welt, um geheilt zu werden, nach Thailand fliegen müssen. Ich denke, dass unsere Ergebnisse, die wir als Laien bisher erbringen konnten, ein Nachdenken rechtfertigen sollten. Wir sind nur zwei Deutsche, die versuchen, mit ihren Möglichkeiten zu helfen, wo Hilfe möglich ist. Millionen von Menschen dürfte dies aber zu wenig sein. Sollte ich es mit diesem Video geschafft haben, bei Ihnen eine Kritik am bestehenden Gesundheitssystem, am Lehrsystem der Universitäten und an der Pharmalobby zu erwecken, dann hat dieses Video für mich seinen Sinn erfüllt. Wir haben eine sehr kleine Einrichtung. Unsere Aufnahmekapazität ist sehr gering. Wir können nicht allen Anfragen stattgeben. Deswegen glauben Sie mir, dass dieses Video nicht zur Reklame gedacht ist, sondern zur reinen Aufklärung und Kritikweckung gedacht. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie diesem Video geopfert haben. Rainer Niesen, Bios-Logos, Thailand.